KTM galt gefühlt Ewigkeiten als Exot in der Motorradszene und ich persönlich bin enorm froh, dass wir das hinter uns gelassen haben. Die Buden sind nämlich in der absoluten Mitte der Gesellschaft angekommen und trotzdem hält sich immer noch das dämliche Gerücht, dass KTM anfällig ist. Und das stimmt nicht. Was allerdings stimmt, ist, dass die Kisten anfällig werden, wenn man sie falsch nutzt. Und heute kriegst du von mir 5 Tipps, wie du deine Lebenszeit deiner KTM massiv verlängern kannst. Gleich von vornherein, Wheelies lassen wir außen vor. Darüber sprachen wir in einem der letzten Videos. Falls du es nicht gesehen hast, habe ich dir in die Beschreibung verlinkt. Und jetzt geht's los mit Tipp 1, du ungeduldiger Mensch. Fahr die Karre richtig warm. Klingt super dumm, ich weiß. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute ich kennenlerne, die denken, dass die Möhre nach 5 Kilometern warm gefahren ist. Das ist Quatsch. Das kann nicht funktionieren. Das Öl braucht deutlich länger als das Wasser, um warm zu werden und somit auch sämtliche Bauteile. Faustregel gilt, 15 Kilometer mäßige Drehzahl fahren, dann bist du in der Regel zwischen 70 und 80 Grad. In der Stadt und im Sommer geht es natürlich ein bisschen schneller. Dein Motor wird es dir danken, wenn du alles vernünftig durchtemperierst, bevor du Leistung abrufst. Am besten ist sowieso ein Ölthermometer. Ich habe dir mal eins in die Videobeschreibung gepackt, was ich persönlich benutze. Wo wir gerade beim Öl sind. Tipp Nummer 2. Mach deinen Ölwechsel ein bisschen früher, als KTM ihn dir vorgibt. Öl hat bei uns, gerade in so großvolumigen Einzylindern, durch Benzineinbruch und Kavitation enorm hohen Verschleiß. Wobei Kavitation ein eigenes Video wert wäre, aber lassen wir das mal außen vor. Dein Öl muss somit eine Menge mitmachen und daher wäre meine Empfehlung, halbier die Angaben von KTM. Wenn du deinen Service aufgrund von Garantie sowieso selber machst, einfach die Summe halbieren. Beispiel für die LC4, KTM sagt 5000 Kilometer, mach ihn alle 2,5. Hast du den kleinen Kreislauf, mach ihn alle 1000 Kilometer und du bist safe. Zumindest was das Öl angeht. Wenn das für dich persönlich jetzt zu aufwendig ist, dann würde ich dir empfehlen, zu Tesla zu gehen und dir ein E-Auto zu kaufen. Tipp Nummer 3. Fahre viel Wechsellast. Das bedeutet, dass du nicht über einen längeren Zeitraum eine feste, konstante Drehzahl fahren sollst. Meiner Meinung nach. Beispiel, du fährst mit 100 km/h 50 Kilometer auf der Autobahn. Das ist scheiße. Mein Tipp wäre an der Stelle, fahr 50 Kilometer Autobahn lieber so, 2 Kilometer 90 km/h, 2 Kilometer 110, 1 Kilometer 90, 10 Kilometer 100 und immer so weiter. Das ist deswegen wichtig, weil der Einzylinder nicht für konstante Drehzahlen gemacht wurde. Da kommen dann so Stichworte wie abrasiver und adhesiver Verschleiß ins Spiel, der aufgrund der Bauart dieser Motoren besonders hoch ist. Die Motordrehzahl hat bei uns, oder generell auf Motoren, aber bei uns enorm Einfluss auf den Maximalverbrennungsdruck und die Motorlast. Somit auch auf den Verschleiß. Das alleine wäre auch wieder ein eigenes Video wert, aber wir belassen das hier jetzt mal dabei, nur dass ihr versteht, was ich meine. Unterm Strich bedeutet das, dass die Kisten dafür gemacht sind, irgendwie mit 40, 50 durch die City zu cruisen, den Mädels mal so richtig den angespannten Unterarm zu zeigen und dann am Ortsausgangsschild im zweiten Gang nur drauf zu warten, mal so richtig den Hahn aufzureißen und den Leuten zu zeigen, was die Brabser Porzellinerkopfbearbeitung gebracht hat. Tipp Nummer 4. Hör hin. Und damit meine ich nicht, dass du Mäuse furzen hören sollst. Damit meine ich, dass man, obwohl die Kisten klappern, Fehler und sich ankündigende Defekte hören kann, wenn man sensibel genug dafür ist. Wenn du losfahren willst und den Gang da einlegst und es dann schon ruckt und klappert, dann ist es halt klüger, wenn man absteigt und nachguckt, was da ist, statt dass man einfach losfährt und die Kette reißt, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch wenn man lieber geil gefahren wäre, ist es dann der Moment gekommen, wo man dann lieber nachguckt, was da ist und das nicht einfach ignoriert. Dazu kommt, dass so eine Kette extrem scheiße rauseitert, wenn sie gerissen ist und euch ins Bein schlägt. Oder anderes Beispiel, die Kipphebelrolle bei den LC4-Modellen. Dieses Geräusch könnt ihr 20 Mal auf YouTube finden, um zu vergleichen, wie sich das anhört. Und wenn deine Kipphebelrolle aufgibt, dann hörst du das. Das trägt schon sehr dazu bei, ein Gefühl für eventuelle Defekte zu bekommen, ohne gleich dabei Paranoia zu schieben. Tipp Nummer 5. Lass niemanden, absolut niemanden mit deinem Motorrad fahren. Und schon gar nicht deine Freundin. Das klingt gemein, ich weiß, aber ich persönlich lasse nicht mal meinen TÜVer damit fahren. Eben aus vorher genannten Gründen. Man kennt's doch. Einem Kumpel die Kiste kurz ausgeliehen und man kriegt einen Haufen Schrott wieder, der einem fast fremd sein könnte. Geballert wie die Sau, weil die Möhre ja viel besser geht als die WR. Vorher aber mal nicht eben aufs Öl geguckt und schon ist es passiert. Lieber lassen
Ein freundliches Nein hat noch niemandem geschadet und die Gemüter dann mit Bier besänftigen. Da habt ihr alle mehr von, glaubt mir das. Und einen Bonustipp habe ich noch für euch. Wer hätte das denn gedacht? Bonustipp ist Rapsapod gucken und empfehlen. Klingt doof, ist aber so. Warum? Sag ich dir jetzt. Wer meine Videos guckt, hat ein deutlich tieferes technisches Verständnis für unsere Motoren. Also 90% mehr als der Rest der Bevölkerung. Und alleine das lässt schon in einem nicht das Gefühl aufkommen, man hätte sich lieber einen Joghurtbecher gekauft, der vielleicht 10 Kilometer länger gehalten hätte, bis er dann auch keine Kompression mehr gehabt hätte, aber dafür einfach nicht vorangeht, Jungs. Ihr wisst doch, was ich meine. KTM fahren ist geil und ich hoffe, dass jetzt meine Tipps dazu beitragen, dass ihr ein bisschen mehr Freude daran habt.